Just a small town girl, living in a lonely world. Don't stop believing. Wie geht es mir damit? Wie geht es meinem persönlichen Umfeld? Wie sieht der Weg raus aus? Naja, ist schon unwohles Gefühl, wenn man so eine Zukunft schaut. Ne? Man weiß nicht, was jetzt auf einen zukommt. Also ich finde es unglaublich anstrengend, in diesem Raum zu leben und zu arbeiten und mir neue Sachen auszudenken und euphorisch zu sein oder Leute zu motivieren. Wir versuchen das durch digitale Jourfixe und Feierabendbiere und gemeinsame Backkurse und solche Sachen zu ersetzen. Aber man kann es nicht ersetzen, man kann es nur versuchen, den Verlust ein bisschen abzuschwächen. Wir Donuts, wir waren immer sehr hoffnungsvoll. Dass selbst wenn nur 2 Leute irgendwo gestanden haben vor der Bühne und eine gute Zeit hatten, dass deine Mission erfüllt ist. Man hofft, dass es bald ein Ende hat, aber man weiß eigentlich auch innerlich, dass es noch so eine Zeit dauern wird. Und wird so wieder werden, wie es vorher war. Wenn du jetzt so an einem Punkt bist, wo du seit 1,5 Jahren aus diesem 27-jährigen Trott rausgerissen bist, der dir Sicherheit gegeben hat und eine Perspektive gegeben hat, dann kannst du noch so sehr ein Sabbatical gemacht haben oder sowas, dann kriegt man doch auch kalte Füße, weil wir haben auch Familien. So. Ja, ich bin Marc Engelke. Ich bin einer der beiden Veranstalter vom Deichbrand-Festival und kümmere mich da hauptsächlich um die Organisation und das Controlling. Und mit meinem Kollegen, der Booking und Marketing verantwortet, und unserem Team bauen wir jedes Jahr die Festivalstadt in Wannhöden auf. Ich bin Volker Apiarius, Geschäftsführer von der Firma Apiarius aus Wannhöden. Wir sind als Dienstleister beim Deichbrand mit tätig, führen die Flächenherstellung, Wegebau, Abwasser, Abtransport etc. aus. Ich bin Selina, ich arbeite bei FKP Scorpio im Nachhaltigkeitsbereich und bin in dem Zuge zum einen dafür zuständig, die Festivals nachhaltiger zu gestalten, zum anderen aber auch übergreifende Projekte zu führen, die die Unternehmenskultur der Firma nachhaltiger gestalten. Moin, ich bin Julia Schwendner und ich bin Fotografin aus Hamburg und fotografiere für FKP auf den Festivals. Hi, ich bin Christoph Eisenmenger, bin auch Fotograf aus Berlin und fotografiere bei FKP auf den Festivals und ein paar Shows sicherlich auch, aber hauptsächlich die Festivals. Ich bin Walle, ich kümmere mich seit 2018 bei Viva Con Agua um alle Großveranstaltungen, wo Freiwillige so aktiv sind, also von Festivals, Konzerten, Fußballstadien, sonstige Sportevents. Wir beschäftigen uns gerade hauptsächlich mit Themen, mit denen wir uns im eigentlichen Festivalkontext gar nicht beschäftigen müssen oder die für uns auch komplett neu waren. Das ist Kurzarbeit, das sind Versicherungsthemen, das sind das Vertragswerk, was wir mit Partnern, Dienstleistern, Künstlern eigentlich nur für die Schublade in den letzten Jahren produziert haben. Und jetzt hat man natürlich wirklich einen ganz konkreten Fall. Wir haben eine weltweite Pandemie und müssen uns mit dieser Situation arrangieren. Zu Beginn bestanden die Aufgaben, würde ich sagen, größtenteils daraus, mit externen Dienstleistungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, vor allem auch mit NGOs zu sprechen, zu kommunizieren, dass die Festivals leider nicht so stattfinden können wie geplant, darüber zu sprechen, wie es halt in Zukunft weitergehen kann. Danach ging es dann halt einfach weiter zu gucken, welche Projekte kann man trotzdem weiterplanen fürs nächste Jahr, dass man nicht komplett auf Null geht, sondern halt schon überlegt, wie geht es dann weiter, wenn die Festivals wieder aufgenommen werden können. Wir alle wollen so schnell wie möglich jetzt aus dieser Pandemie raus und versuchen auch auf den letzten Metern uns noch so gut es geht, geistig, körperlich gesund zu halten und uns mit der Situation so gut es geht zu arrangieren. Der größte Unterschied im Homeoffice im Vergleich zu meiner Tätigkeit an sich jetzt im Büro liegt eigentlich darin, dass der Kontakt zu Menschen, der direkte persönliche Kontakt gerade so ein bisschen fehlt oder halt anders ist als sonst. Mir fehlt unglaublich doll der Austausch, wie, glaube ich, den meisten Menschen, die jetzt lernen müssen, im Homeoffice zu arbeiten. Ich kann gefühlt nicht mehr so richtig abschalten. Also es scheint ja so, als hätte man durch Corona weniger zu tun, was jetzt bei mir persönlich in meinem Job bei Viva Con Agua nicht so ist. Man hat
ich würde sogar sagen, mehr zu tun oder ähnlich viel zu tun, einfach nur mit ganz anderen Aufgaben, die viel kräftezehrender sind. Man macht ja seine Arbeit im stillen Kämmerlein, auch viel so Nachbearbeitung. Aber unser Job an sich bedeutet ja immer viel Interaktion. Also wir arbeiten mit Menschen und egal, ob das jetzt eben auf einem großen Event ist, wie bei einem Festival, da bewegst du dich durch eine Masse, da versuchst du irgendwie das Gefühl einzufangen. So, da hast du mit den Menschen direkt zu tun. Und das sind natürlich Sachen, die total viel wegfallen. Ein Teil der Arbeit ist halt, ich sag jetzt mal typisch Büroarbeit und der andere Teil ist aber einfach da einmal ausbrechen und auf einer Veranstaltung arbeiten irgendwie im Sommer und dass dieses Gleichgewicht, sage ich mal, gerade nicht mehr da ist, sondern einfach nur noch Schreibtischarbeit. Das ist, glaube ich, das, was gerade einfach fehlt und auch anders ist als sonst. Das ist der größte Teil, der wegfällt, ist wirklich diese Interaktion, sich in Menschenmassen ja auch zu bewegen, mit Menschen zu arbeiten. Und das ist das, was sich sehr geändert hat. Also ich glaube, was mir am meisten fehlt, ist einfach so der Schnack so zwischen Tür und Angel. Man läuft halt durchs Büro und dann trifft man halt den und schnattert ein bisschen und dann trifft man noch den und kann sich irgendwie austauschen und auch einfach, dass man dann nach Feierabend nochmal zusammen ein Bierchen gemeinsam trinkt und mir fehlt einfach die Nähe so zu allen Kolleginnen, die man halt einfach sonst im wahren Leben hat. Was mir zudem aber jetzt speziell im Sommer am meisten fehlt, ist dieser Moment, auf dem Acker zu stehen und irgendwie sich einfach total zu freuen, dass all das, was man monatelang geplant hat, dann tatsächlich funktioniert hat. Alles, was wir machen, funktioniert nur, wenn irgendwie 100 Millionen Bausteine irgendwie ineinander greifen und ich finde es immer wieder faszinierend, da zu stehen und zu denken, so, boah, das hat halt echt geklappt. Was ich halt schade finde für die anderen Auszubildenden, die zum Beispiel ganz am Anfang erst stehen, dass sie total schöne Erfahrungen halt jetzt noch nicht mitnehmen konnten. Also ich habe total coole Abteilungen mitgenommen jetzt während meiner Ausbildung. Ich war in der örtlichen Abteilung, ich war in der Turnierabteilung, ich war im Festival-Booking und hatte irgendwie den Sommer meines Lebens und bin irgendwie über die ganzen Festivals gehüpft und habe da total viele Erfahrungen gesammelt. Aber also natürlich, bei dem Job macht man ja auch mega viel am Schreibtisch, aber letztendlich lebt es halt irgendwie davon, dass man halt rausgeht, seine erste Show durchführt und total aufgeregt ist und das aber meistert und am Ende stolz auf sich ist oder eine Tournee plant oder eben auch mal die Artist Relation auf dem Festival macht. Und das ist halt einfach das, wovon es am Ende lebt. So. Und ich hoffe halt einfach, dass der Scheiß hier endlich mal vorbei ist und dann eben die anderen Auszubildenden das auch endlich mitnehmen können und diese Erfahrungen sammeln können. Dass wir als Team gut funktionieren und im Team gut arbeiten. Und das funktioniert ja auch nur, weil da auch Freundschaften entstanden sind. Und da freut man sich natürlich auch aufeinander. Du willst mir auch. Du mir auch. Ja, ey, es ist wirklich so, es ist furchtbar. Also, das ist ja wie eine zweite Familie, ne? So eine Festivalfamilie ist wie eine zweite Familie, die man irgendwie im Moment gar nicht sehen kann. Ich glaube, viele haben schon Probleme im normalen Leben, dass sie ihre Familie gerade nicht lange sehen kann oder sehen können. Aber wir sehen die Festivalfamilie halt irgendwie schon seit gefühlten 10 Jahren nicht mehr, ne? Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Dann ist uns mal wirklich so richtig gewahr geworden, was das halt auch für unsere Crew bedeutet. So. Und überhaupt für Live-Crews, also für Solo-Selbstständige aller Orten, die halt wirklich vor dem existenziellen Ausstehen, weil die halt eben ihrem Tagewerk nicht nachgehen können. Nicht vor, auf oder hinter der Bühne. All die Leute, die ich kenne, die in Crews sind, all die Leute, die ich kenne, die Festivalhelferinnen sind, all die Leute, die bei Labels arbeiten, all die Leute, die in Bands sind und so. Das sind Überzeugungstäter. Die machen das nicht vornehmlich für die Kohle. Es ist ganz toll, wenn hinterher am Ende des Tages man den Kühlschrank aufmacht und da drin brennt ein Licht. So. Aber das ist nicht der Grund, weswegen wir das angefangen haben. Gerade jetzt ist es halt super wichtig, dass man auch kleine Bands unterstützt. Das haben wir ja bei unserer Pandemie-Plattenparade, die wir ja zu Corona-Zeiten gegründet haben, auch immer wieder betont, dass es sau wichtig ist, einfach Platten zu kaufen und auch Merchandise zu kaufen. Und das auch bitte von kleinen Bands, die gerade erst versucht haben, ihre kleinen Füßchen in die Welt zu setzen. Oder bei Crowdfundings mitzumachen, ist auch eine schöne Sache. Ja, und deswegen, also wir atmen ja eigentlich Musik. Also wir sind da ja, das ist ja auch so unser Zugang zu den Festivals am Ende des Tages.
Weil das ist ja auch so ein Ding, was, glaube ich, die wenigsten Leute wirklich draußen so mitkriegen, wie viel Arbeit das ist, ein eigenes Label meinetwegen zu stemmen und so. Und wie sehr man ja auch so mit der privaten Kohle komplett in der Schlinge hängt. Ich glaube, das am Ball bleiben ist total wichtig, ne? Also gerade, wenn man jetzt mal nicht auf die Festivals kann und eigentlich es immer so ein Jahreshighlight eigentlich ist, wenn man dahin kann, muss man irgendwie versuchen, sich selber kleine Ziele zu setzen. Vor allen Dingen, glaube ich, eher die kleinen Ziele anstatt die großen und einfach warten, bis der Bums vorbei ist. Und dann kann man auch wieder größere Sachen genießen, hoffentlich. Wir wollten uns eigentlich im Grunde genommen so ein klassisches Sabbatical gönnen und mal einfach für die Families da sein. Damit die Leute uns auch mal wieder vermissen lernen, weißt du? 2 Monate später haben sie auf einmal alle vermisst und dann hat keiner mehr gespielt. Und das konnte natürlich keiner ahnen. Wir sind ja erst im März an einem Punkt gewesen, wo wir uns konkret damit beschäftigt haben, findet das Deichbrand 2020 überhaupt so statt, wie wir das kennen? Und dann haben wir in wenigen Monaten entschieden, zum einen, dass das Deichbrand nicht stattfinden kann und zum anderen, wie wir es kennen, und zum anderen, dass wir das Deichbrand at Home aus dem Boden stampfen und haben dann ein digitales Festival über 3 Tage gemacht und haben ganz schon Künstler an Bord geholt und haben versucht, diese Festivalatmosphäre auf die heimischen Bildschirme zu bringen, Fernseher, und hatten auch eine super Interaktion, haben das alles auf Twitch gemacht, also auch versucht, so ein neues Format da zu machen, wo man dann interaktiv mit den jeweiligen Deichbrand-at-Homes, die sich dann so über die Republik verteilt haben, auch einfach kommunizieren kann. Das war schon eine coole Veranstaltung. Es sind auch mal doch die meisten, die sonst dabei sind, mit dazugekommen, waren mit vor Ort am Start und haben hier einen Tag so richtig Halligalli gemacht. Morgens um 5 mit Sonnenaufgang gestartet, den ganzen Tag gedreht, viele verrückte Sachen hier veranstaltet oder auch gesehen. Ist ja auch nicht allzu alltäglich, dass man hier so ein ganzes Filmteam auf dem Hof, im Haus, wer weiß wo überall hat. Und wir haben unser Hallenbauprojekt, das heißt auf dem Veranstaltungsgelände, um Transporte einzusparen, um die Festivalbauten und das Festival-Equipment, was wir nur fürs Deichbrand im Einsatz haben, damit das direkt vor Ort bleiben kann und wir nicht in Lager außerhalb fahren müssen und dann zum Festival wieder hin, haben wir eine Lagerhalle auf dem Veranstaltungsgelände gebaut, die aber während der Festivaltage dann ein Büroareal wird, damit, wenn es wieder losgehen kann, wir da eine eigene Basis auf dem Veranstaltungsgelände haben. Ich habe in meinen jungen Jahren fast jeden Sommer gearbeitet und es war jetzt einfach mal ein Sommer mit sehr gutem Wetter und wenig Termin, den man frei hatte. Und ich muss gestehen, mir hat es unglaublich gut getan, wenn ich mal ein paar Minuten oder eine Stunde Zeit habe, rauszugehen. Ich wohne super nah am Hafen, ich habe hier irgendwie meine klassische Route runter an den Fischmarkt und hole mir ein Kaltgetränk meiner Wahl und schlender da einfach lang, was unglaublich schön ist, egal bei welchem Wetter, um da auch einfach mal so, jetzt genieße ich so die steife Brise, die hier immer so weht, um den Kopf mal durchgepustet zu bekommen, was für mich gerade super wichtig ist. Und meine Leidenschaften sind und waren immer Musik und aber auch Fußball. Ich spiele selber beim FC St. Pauli bei den 3. Frauen. Und ich habe mich beruflich immer auf das Musikthema konzentriert. Ich meine, Viva Con Agua auf Musikveranstaltungen ist kein Geheimnis, da ist immer unglaublich viel los und es gibt viel zu koordinieren etc. Und durch Corona hat man gemerkt, so die ganze Welt steht still, bis auf der Fußball, der rollt. Das heißt, wir haben uns intern auch überlegt, okay, wir haben so viele Kontakte im Musikbereich, aber auch im Sportbereich. Das heißt, meine gesamte Job-Description hat sich innerhalb von einem Jahr geändert, sodass ich mich jetzt um alle Sportkooperationen kümmere. Ansonsten für uns AmateurfußballerInnen ist natürlich gerade seit einem Jahr auch nichts los und wir dürfen nicht spielen. Aber ich drehe dann auch meine Runden, wenn es nicht an den Hafen geht, mal ans Millerntor-Stadion und winke nostalgisch. Die größte Nebentätigkeit, die ich jetzt seit dem letzten Jahr so gesehen dazu gewonnen habe, ist bei mir ein berufsbegleitendes Studium. Ich habe im September angefangen, berufsbegleitend im Master strategisches Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren, was jetzt nicht unbedingt eine Nebentätigkeit ist, die ich mir überlegt habe aufgrund der aktuellen Situation. Also das Studium war schon lange ein Wunsch und Ziel von mir, nur war es vorher einfach sehr schwierig, das parallel zum Job zeitlich zu vereinen. Und das letzte Jahr hat sich halt dafür natürlich total angeboten, nochmal ein Studium zu starten und halt die Zeit dafür zu nutzen. Rückblickend, wenn ich jetzt überlege, dass das Ganze halt nicht nach einem halben Jahr vorbei war und wir immer noch in Kurzarbeit sind, so gesehen, war das die beste Entscheidung überhaupt, zu sagen, ich studiere nochmal parallel und nutze die Zeit jetzt gerade.
Ansonsten habe ich natürlich im letzten Jahr, wie glaube ich ganz viele von uns, diverse neue Hobbys für mich entdeckt. Ich habe mir zum Beispiel eine Nähmaschine gekauft und habe mir das Nähen beigebracht. Ansonsten bestehende Hobbys. Ich backe total gerne und habe das letztes Jahr nochmal sehr intensiv weitergeführt und solche Sachen halt. Also es sind halt viele Hobbys, die ich halt für zu Hause jetzt gerade nebenbei noch habe. Ich habe mir den Videoschnitt beigebracht. Ich habe angefangen, ein Video zu schneiden. Ich habe andere Programme gelernt, wo man normalerweise keine Zeit für hat. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft und fahre jetzt ganz viel Fahrrad. Und ich habe mit meiner lieben Julia, ich gucke sie mal gerade an, wir beide haben uns überlegt, was wir jetzt machen, neben den ganzen Livestreams und neben den ganzen Podcasts. Wir haben dann auf Instagram die Pandemie-Plattenparade gegründet und haben angefangen, ein bisschen über unsere Lieblingsplatten zu reden. Ich glaube, wenn man das so präsentiert bekommt vom anderen und der sagt, hör dir das mal an, ich glaube, das könnte dir gefallen, hat man einen anderen Zugang dazu. So geht mir das zumindest damit. Wir haben es immer so gemacht, dass wir einmal in der Woche was vorgestellt haben und sonst haben wir auch so Reviews und so geschrieben. Wir hängen einfach online rum, reden über Musik und lassen andere daran teilhaben, die Lust haben. So schlimm das letzte Jahr auch irgendwie war, kann ich dem Ganzen doch irgendwie was Positives abgewinnen, weil ich bin im letzten Jahr Tante geworden im Februar und demnach konnte ich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Nichte verbringen und bin einmal die Woche dort und habe halt einfach Quality Time. Und was ich auch während des letzten Jahres auch endlich mal in Angriff genommen habe, ist mein Kindheitstrauma aufzuarbeiten. Und zwar, meine Eltern haben mich damals dazu animiert, ein Musikinstrument zu lernen und haben zu mir gesagt, hey Kind, wir würden es mega cool finden, wenn du Schlagzeug spielst. Aber ich mit meinen 5 Jahren habe mich dazu entschieden, die Blockflöte zu wählen und habe irgendwie jahrelang Blockflöte gespielt. Und dann habe ich mich, je älter ich wurde, total drüber geärgert, dass ich eigentlich nie auf den Rat meiner Eltern gehört habe und das Schlagzeug gelernt habe. Deswegen habe ich im letzten Jahr Schlagzeugunterricht genommen und kann jetzt ein bisschen Schlagzeug spielen und habe schon ein bisschen was im Repertoire. Wir haben gesagt, eigentlich wäre das jetzt, so Vierteljahrhundert, ein ganz guter Moment, ein Buch rauszubringen. Dann haben wir wirklich geforstet und geforscht in unseren Archiven, haben alte Fotos, alte Poster und so weiter rausgeholt. Und so ist dann peu à peu in dieser ganzen Pandemiezeit ein Buch namens Heute Pläne, morgen Konfetti, siehe hier, ich kann es in der Hand halten, das ist verrückt, entstanden, 360 Seiten stark, mit ganz vielen Gastkommentaren von anderen Bands auch und alten Wegbegleitern, Labelleuten und so weiter und so fort. Und das ist unsere komplette History von den Anfängen Ende 93 bis in dieses leidige Corona-Jahr aufgezeichnet. Ich habe endlich mal angefangen, mit dem Kruse zusammen, dem Bassisten von Adam Angst, an einem Kinderbuch zu arbeiten. Das illustriere ich dem jetzt gerade, das geht so peu à peu, aber wir sind dran. Das ist irgendwie schön, vor allem wenn man selbst Kinder hat dann mittlerweile halt irgendwie, dass man, kann man sich noch viel mehr irgendwie reinversetzen darin, wie tief das halt, also Kinder beeindruckt auch, solche Bücher. Und ansonsten konnte ich natürlich echt schönerweise dann viel Zeit mit der Family verbringen und so und das ist so das, was passiert ist. Und der Rest ist eine Mischung aus Angst und Bier. Wir haben jetzt das Deichbrand-Festival 15 Jahre lang gemacht, bevor wir jetzt pausiert haben, 2 Jahre oder pausieren mussten. Und natürlich wächst man da über die Jahre zusammen. Man organisiert und plant ein ganzes Jahr an diesem Festival und ist ganz viel im Austausch mit den unterschiedlichen Festivalbereichen, Festival-Departments und sieht die dann einfach 2 Jahre nicht. Und ich freue mich einfach, aufs Gelände zu kommen und meine Crew, das sind ja auch einige 100 Leute, die dann auf dem Festival aktiv sind im engeren Kreis, die einfach wiederzusehen und 4-5 Wochen lang mit denen auf einer grünen Wiese das Deichbrand-Festival zu veranstalten. Man trifft sich wieder und alle arbeiten zusammen, ist ein lockeres Beisammensein. Und das geht irgendwie auf Schlag geht's wieder los und es läuft. Ne? Ist eigentlich so undenkbar, aber in dem Fall funktioniert das einfach. Ich freue mich am meisten darauf, wieder auf dem Acker zu stehen und zu sehen, wie all die Projekte ineinandergreifen und funktionieren, an denen
extrem viele Menschen parallel gearbeitet haben. Und einfach dieser Moment dazu stehen und zu sehen, okay, es funktioniert und die Leute freuen sich, das ist der Moment, auf den ich mich auch am meisten freue. Ich kann es kaum erwarten, einfach die Fans wiederzusehen, die vorne vor der Bühne stehen. Und ich meine, so wie wir, die haben ja auch irgendwie so mega Durst und einfach Bock, sowas wieder zu erleben. Und die ganzen euphorisierten Gesichter wiederzusehen. Und da habe ich mega Bock drauf, ja. Darauf freue ich mich. Wenn wir alle wieder da zusammen sind, wenn die Freiwilligen mit den Fahnen unterwegs sind, wenn die KünstlerInnen eine Ansage machen, sagen, Leute, bei 3 werft ihr eure Becher zu den Tonnen auf dieses Boot, auf die Bühne. Und der schönste Moment ist, wenn der Becher fliegt und wenn dann dieses Danke-Ping-Pong passiert. So, die Menschen, die gespendet haben, sagen immer, ey, danke, dass du die Becher sammelst. Und ich sag, ey, danke, dass du hier gerade deine Becher spendest. Und dann ist es immer so, ey, du bist cool, nein, du bist cool, nein, du bist cool. Das ist natürlich ein Traum, da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich darauf, abends nach getaner Arbeit mit allen wieder in den Bus einzusteigen, mich in den Sitz fallen zu lassen und zu sagen, das war ein guter Tag, morgen bitte nochmal das Gleiche. Einfach die Freude daran, dass man sich mit Mitte 40 wie ein Kind benehmen darf. Und dass das Lebensinhalt sein kann und dass das anderen Leuten auch eine gute Zeit gibt, nicht nur einem selbst, ist unbezahlbar.